Piep, piep, hört ihr mich? Ich höre mich nämlich, ihr hört mich, ja? Das ist super. Ich habe den Tipp für euch, rein technischer Natur, für die UX, setzt die Kopfhörer auf, genau. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ganz herzliches Willkommen zu unserer Masterclass. Wer hätte es vor einem Jahr gedacht, der OMR, ja? Bitte? Was möchte der Herr Wollner? Wer hätte es vor einem Jahr gedacht, die OMR hat eine Nachhaltigkeitstrack aufgemacht, dank Lichtblick. Der Florian ist gerade nicht da, aber wir grüßen mal lieb. Inwiefern, das finde ich extrem wichtig. Wir sind der Überzeugung, dass gerade Marketing im Bereich Nachhaltigkeitstransformation, nachhaltiges Denken einen ganz wichtigen Einfluss hat. Und einen konkreten Einflussfaktor möchten wir euch heute gerne vorstellen. Das ist der sogenannte digitale Produktpass, von dem wir glauben, dass damit Marketing insgesamt und Digitalmarketing eigentlich im Speziellen so ein bisschen aus der Ecke des lustigen Gadgets herauskommt und wirklich zum Transformationshebel und auch Erfolgsfaktor werden kann. Mein Name ist Jan Pechmann von der schönen Firma BAM, Bock auf morgen. Und wir haben ein super Line-up am Start. Die Damen und Herren sitzen auch hier. Wir starten in das Thema digitaler Produktpass aus einer ganz grundlegenden Perspektive. Die Julia Hartmann ist Professorin an der EBS. Das ist nicht irgendeine Hochschule. Ich habe gehört, seit heute die Nummer 1. In welchem Ranking? Siehste, genau. Und sie wird uns ein bisschen Einblick geben, was da eigentlich gerade kommt, aus auch politischer und regulatorischer Sicht. Und ich glaube, für uns als Marketingleute ist es wichtig, da auch aufzutrainieren, auch zu wissen, ist das eigentlich Gegenwind, ist das Rückenwind, was kommt regulatorisch und hilft uns dabei, unseren Job zu machen. Wir haben dabei Thomas Rödding. Applaus für Thomas. Seines Zeichens CEO von Naravero und einer der Cracks, wenn es um das Thema digitaler Produktpass geht. Was das genau ist, kommt gleich. Und last not least haben wir mit Linus Weistrop jemanden dabei aus der Praxis, aus der CMO-Perspektive. Herzlich willkommen, Linus. Der das theoretisch toll findet, aber vor allen Dingen auch praktisch macht, mit allem, was dazugehört. Und darum soll es gehen. Wir fahren den Zug jetzt relativ zügig, diese Station ab. Ich sage ein paar warme Worte am Anfang, weil ich das am besten kann. Dann gehen wir unsere 3 Stationen durch und dann geht das Mikroreihe rum. Dann können wir Fragen stellen, wir können es ausquetschen und wir können die Sache durchcrunchen, okay? Wenn wir über Marketing und Nachhaltigkeit reden, dann reden wir natürlich immer über ein Phänomen, und zwar Ditte hier. Ihr müsstet jetzt irgendwas hören. Ja? Gut. There's lots of eco-branding out there, and it seems like they care, but we just know that they're greenwashing. The statements that these companies make are generic and vague. They're everywhere like the plague. Greenwashing. And so hear it where from, we've done this for you. We've copywritten these taglines, it's true. And if giant brands try to use them, we're going to sue. Here we go. Green is our nature, green to our core. Go green, do more. Green is what the future is for. Greenwashing. The only thing to fear is fear. For a future that's clear. Starting green, green starts here. Greenwashing. Investing in tomorrow, securing tomorrow. We're advancing tomorrow. Today we're greenwashing. Wir blenden hier mal aus, das geht noch 2 Minuten weiter. Ziemlich cool. Where From ist ein NGO aus UK, die eigentlich das gemacht haben. Sie haben sich so Blabla Nachhaltigkeitsclaims einfach in diesen Song reingetextet und über das Urheberrecht auf diesem Song haben sie quasi die Copy da drauf und versuchen damit ihren Beitrag gegen Greenwashing zu leisten. Die sind cool. Und ja, was da im Prinzip drin steckt, ist eigentlich das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Wir sind alle nicht blöde, wie wir hier sitzen. Wir haben tolle Sachen gelernt, wir haben große Skills. Und die Frage ist, was machen wir damit eigentlich den lieben langen Tag? Und Marketing ist so ein bisschen in den beiden Extremen zwischen Macht und macht nichts. So. Und was ich mit Macht meine, ist eigentlich ganz klar, das, was wir können, was wir gelernt haben, was ihr gelernt habt, ist eigentlich Magie. Ja? Also wir können Menschen verzaubern, wir können Menschen Dinge sehen lassen, die sie vorher nicht gesehen haben, wir können diese Dinge in ein Licht tauchen, das es vorher nie erreicht hat. Und die Frage ist eigentlich, ist das weiße oder schwarze Magie? Bist du Gandalf oder Saruman gewissermaßen? Und das ist eine Entscheidung, die muss jeder jeden Tag für sich alleine treffen. Ich glaube aber, dass wir die Aufgabe haben, das Thema nachhaltiger Konsum insofern neu zu positionieren. Viele Menschen da draußen haben nämlich tatsächlich Angst vor einem klimapositiven Morgen, von einer nachhaltigen Konsum.
denn sie verbinden das mit so wenig vergnügungssteuerpflichtigen Sachen wie Vernunft, Verzicht, Verteuerung, Verboten. Das ist, was Otto Normalmensch und Lieschen Normalmüller denkt, wenn sie an nachhaltige Konsumalternativen denkt. Und es ist unser Job, das in ein besseres Licht zu rücken. Und wir sind der festen Überzeugung, dass tolles und kluges Marketing im Digitalen wie in jedem anderen Bereich auch eigentlich der entscheidende Hebel ist, um es Menschen leichter zu machen, diese Transformationsschritte auch mitgehen zu können. Warum ist das so wichtig? Das wisst ihr alle selber aus euren einzelnen Beritten. Nachhaltigkeit wirklich zu machen, kostet vor allen Dingen ein Schweinegeld. Das ist eine riesige Investition. Und wer nicht denkt, dass sich dieser Invest auch lohnen muss, der hat das Spiel nicht verstanden, in dem wir uns hier befinden. Das heißt, wir können mit unseren Skills dafür sorgen, dass Nachhaltigkeitsinvestitionen tatsächlich auch einen Return bringen. Und das ist enorm wichtig. Nachhaltigkeit und Gewinn sind nicht zwei verschiedene Sachen, die müssen Hand in Hand gehen. Und wenn wir das schaffen, schaffen wir im Prinzip auch diese ganzen Wenden. Ich weiß nicht, aus welchen Industrien ihr kommt oder aus welchen Fachbereichen, aber wir haben alle unsere einzelnen Transformationsaufgaben und wir im Marketing werden einer der entscheidenden Make- oder Breakpoints sein, ob diese Transformationen klappen, ja oder nein. Was wir bei BEM seit ein paar Jahren machen, ist der Marketing for Future Award. Das heißt, wir suchen Cases, von denen wir sagen, hey, die sind cool, weil sie genau das machen. Sie machen mit Marketing, Werbung, Kommunikation nachhaltiges Denken und Handeln in der breiten Masse der Bevölkerung möglich. Und was ich mit euch ein bisschen teilen möchte, was da eigentlich immer wieder rauskam, ist ein verdammtes Dilemma. Wir haben in unserer Jury 3 Boards. Es gibt das Kredibilitätsboard, da sitzen Wissenschaftler drin, NGOs, die so richtig Peilung haben von Nachhaltigkeit. Dann gibt es das Creativity Board, da sitzen dem Namen nach super Kreative Leute drin, Agenturgeschäftsführer, Creative Directors. Und wir haben das Commercial Board, da sitzen Marketingleute drin, die Ahnung von Verkauf haben. Und wie im richtigen Leben, alle drei guten Sachen kommen nie beisammen sozusagen an. Wir haben so Cases wie diesen hier, im letzten Jahr jeden Kreativpreis abgeräumt, ein IKEA-Case, eine Nachhaltigkeitskampagne, mega, mega kreativ. Dummerweise in der Substanz, das Kredibilitätsboard hat das ein bisschen abgebasht, weil sie gesagt haben, naja, das Recycling von Plastik ist eh eine umstrittene Sache. Das Ganze einzusetzen in einem Nischenprodukt wie künstliche Schaffelle ist eigentlich nicht das, was dem Impact eines Hauses wie IKEA eigentlich nahe kommen sollte. Zu wenig Impact, schade, nicht geschafft. Oder wir hatten einen Case wie diesen hier, super Case im Sinne von wirklich Substanz. Da geht es darum, Pendler vom Auto aufs Rad zu kriegen. Ist so eine Art Bonifizierungsprogramm, ist eine App, digitales Ding, wunderschön gemacht, Scholz und Volkmar, super Arbeit. Ist das jetzt die Spitze, der Gipfel der Kreativität? Wahrscheinlich nicht. Und da in diesem Spannungsfeld laufen wir eigentlich im Prinzip immer rum. Es geht also darum, Nachhaltigkeit nicht nur richtig, also seriös, vollständig und fachlich sauber, sondern richtig geil zu kommunizieren. Also im Prinzip beides zusammenzubringen. Und jetzt ist die große Frage, wo verdammte Hacke liegt denn eigentlich das Problem? Und das Problem habe ich mal in ein schönes Bild gepackt. Das hier, meine Damen und Herren, das ist Nachhaltigkeit. Oder wenn man so will, auch unsere Realität. Die ist verdammt nochmal verflixt kompliziert. Die ist relativ, Nachhaltigkeitsthemen haben wir ganz viele Erklärvariablen. Es kommt immer darauf an, die Scientists for Future sagen niemals, und wenn das passiert, kommen wir bei 1,6 Grad raus. Die sagen, nein, wenn das passiert, das dazu kommt und jenes noch passiert, dann kommen wir zwischen 1,5 und 3,7. Das ist immer relativ. Gute Kreation ist genau was anderes. Die ist immer absolut und auf dem Punkt. Das ist der Witz von guter Kreation. Du nimmst so ein komplexes Ding, war schon immer so, nicht nur bei Nachhaltigkeit. Du nimmst ein komplexes Phänomen wie das Doppelkupplung-Schaltgetriebe von Volkswagen und guckst dir das an als Kreativer und sagst, von all den Aspekten, die dem Unternehmen wichtig sind, nehme ich diesen einen raus und den mache ich groß. Da packe ich Emotionen rein, den inszeniere ich, da packe ich ein Narrativ drauf. So. Und das, was jetzt im Prinzip als Problem passiert ist, wir müssen es irgendwie hinbekommen, die ganze Sache schon ernst zu nehmen, aber ohne Menschen zu Tode zu langweilen. Das nennt man Nachhaltigkeitsbericht, ja, was da oben links passiert. Den liest kein Schwein. Warum denn auch? Das ist nicht relevant in der epischen Breite und Tiefe. Die andere Möglichkeit ist die, wir versuchen das so zu verdichten, dass wir am Ende des Tages die Hälfte nicht erzählen können, logisch. Und das nennt man dann leider auch mal Greenwashing, weil wir relevante Infos weglassen. Und in der Zwickmühle befinden wir uns. Die knifflige Frage, die eigentlich uns als Branche extrem betrifft und wo ich mir sehr wünschen würde, dass wir da eine Parkettsicherheit erlangen würden, ist die, wo, verdammt, hört eigentlich Greenwashing auf und beginnt ernst gemeintes Engagement? Gibt es keine objektive Definition von? Bislang. Wir sind dran. Wir haben uns nämlich was überlegt, eigentlich aus diesen ganzen Awards heraus, was könnten Kriterien sein, an denen man erkennt, ein Stück Marketing-Piece, digital oder auch nicht, völlig egal,
ist wirklich ernst gemeintes Nachhaltigkeitsmarketing. Und da gibt es 2 Gates, die ihr passieren müsstet. Gate 1 ist der sogenannte Pinocchio-Test, die lange Nase. Ja? Da geht es eigentlich genau darum zu sagen, jenseits von dem, was ihr da kreativ oder methodisch oder technologisch oder wie auch immer gemacht habt, ist der Proofpoint, also das Thema, der Inhalt eures Marketings tatsächlich belastbar. Ist der Inhalt gut? Und da gibt es, und das haben wir zusammen auch mit den Scientists for Future gebackt, 5 Kriterien, von denen wir sagen, die können was und die machen wirklich den Unterschied zwischen Qualität aus. Das ist ein bisschen kleingedruckter, aber ich stelle sie mal im Kurzen vor, ist das Thema Effizienz. Also ist die Maßnahme, die da sozusagen beworben wird, tatsächlich dazu geeignet, die Nachhaltigkeit eines Produktangebots echt zu erhöhen. Also die 7. Bienenblühwiese vor der Konzernzentrale ist total nett, würde aber bezogen auf eine stahlverarbeitende Industrie ehrlicherweise nicht den Effizienzpreis gewinnen. Extrameile, macht man das nur, weil man es muss? Stichwort Regulatorik, kommen wir gleich nochmal dazu. Macht man es, weil man dazu gezwungen wurde? Macht man es, weil es alle machen? Oder macht man es, weil man wirklich Bock darauf hat? Ist ein Riesenunterschied. Konsistenz, natürlich ganz klar, mache ich eine Kompensationsmaßnahme in einem Mangrovenwald, wo ich für 1 Jahr bezahlt habe, oder sorge ich für die nächsten 20 Jahre darum, dass sich jemand um diesen Baum auch noch kümmert und sich um den ganzen Kontext schert. Transparenz, Riesenthema, du kannst viel erzählen, aber machst du es wirklich nachprüfbar? Von außen leicht auffindbar und nachprüfbar. Und last not least das Thema Partizipation. Vielleicht auch als praktisches Beispiel, saugt der Mangrovenwald alles Wasser weg für das nächstgelegene Dorf. Dumm gelaufen, nicht sehr partizipativ, oder hast du es im Kontext gedacht? Das ist Gate Nummer 1, der lange Nasentest. Musst du bestehen. Unsere Empfehlung ist, hast du weniger als 3 Jahre angeklickt, wirst du bitte nicht darüber kommunizieren. Und jetzt spiele ich mal den Ball zurück. Wer von euch hat die Peilung, diese Klicks vernünftig zu machen? Wer kennt sich in der Sachmaterie so aus, dass ihr merkt, dass ihr gerade aus Scheiße Bonbon weggeht? Das ist nämlich Greenwashing, wenn wir als Kommunikatoren uns Contents zuführen lassen, von wem auch immer, die dann schön einpacken und gar nicht gemerkt haben, dass es eigentlich keine Substanz hatte. Check 1. Und Check 2 heißt dann eben, ja, Langeweile. Lange Nase ist das eine Problem, Langeweile wäre das andere. Und das Schöne ist jetzt an unserem Check, das sind die gleichen 5, nur eben anders angewandt. Geht wieder um das Thema Effizienz, ganz klar, ist sozusagen durchsetzungsstark genug. Extrameile hebt sich ab von dem großen Nachhaltigkeitsblabla. Es gibt im Moment eine unfassbare Kakophonie von grünen Botschaften. Ihr kennt den Green Claims Act, kommt ja auch gleich nochmal. Da kriegen wir alle auf die Finger. Man darf bestimmte Sachen auch nicht mehr sagen, weil es wirklich einfach nicht geht. So. Konsistenz, auch hier ist das ein One-Off, weil es gerade sozial erwünscht ist, und dann machst du das wirklich über Jahre systematisch und verlässlich. Transparenz, ein Riesenthema. Der Knackpunkt für echte Nachhaltigkeitskommunikation ist, eine Kommunikation so geeignet, wirklich Menschen dazu zu befähigen, zu verstehen, was sie da gerade tun als Konsumenten, und ist es transparent, hergeleitet und auch belegbar. Und last not least auch das Thema Partizipation. Kann man nicht stundenlang drüber reden, ist viel zu klein gedruckt, mache ich nicht, ist aber wichtig. So. Und ja, im Prinzip stecken diese beiden Sachen dahinter. Also lange Nase ist natürlich, geh mit dieser Komplexität seriös um, und Langeweile heißt, bring es trotzdem auf den Punkt. Und das ist die große Challenge, das ist eure Hausaufgabe, beides hinzukriegen. Kommen wir zu der Frage, was ist eigentlich jetzt dann unser Job? Wir sind Marketing- und Kommunikationsleute, und die Frage ist schon, wenn wir morgens in den Spiegel gucken, was ist eigentlich unsere eigene Agenda? Und klar ist irgendwie, wir müssen weg vom Werbespruch hier machen zum echten Anspruch. Das liegt nur bedingt immer in unserem Einflussbereich, wenn wir Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sind. Trotzdem muss man ganz klar so denken. Und das heißt im Weiteren auch, das ist mir ganz wichtig, Nachhaltigkeitsmarketing ist nicht das Nachplappern eines Megatrends. Wer ist gegen den Klimawandel? Ich auch, ja, so klar, sicherlich, das sind wir alle. Aber was heißt das wirklich, das mit Substanz und mit Chutzpe und Werbe und wirklich mit Charisma auszufüllen? Und da komme ich zu einem, wie ich finde, sehr wichtigen Punkt. Meine feste Überzeugung ist, Greenwashing ist auch immer eine Frage mangelnder Moral, irgendwo ein Stück weit, aber ich glaube, in 8 von 10 Fällen ist es eine Frage mangelnder Kompetenz. Wir merken schlicht nicht, dass wir da gerade Sachen falsch erzählen, weil wir sie nicht verstanden haben. Und wenn du dich fragst, wo sitzt denn der Nachhaltigkeitsbeauftragte oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte im Unternehmen, dann sitzt die beim Produkt, die sitzt in der Unternehmenskommunikation, bei der PR, wo auch immer, die sitzt aber fast nie im Marketing. Und wo sitzt eigentlich die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Agenturen? Wo haben wir die Muskeln, auf diesem wirklich schwierigen, kniffligen Thema ernsthaft mitzureden? Und dieses Right to Fight müssen wir uns tatsächlich auch erarbeiten und entsprechend auftrainieren. Und für mich gibt es eigentlich 3 Jobs, die wir zu machen haben als Zunft in Gänze. Der erste Job heißt, wir sind eigentlich Türsteher.
Wir sind der Typ vom Bergheim. Wie heißt der nochmal? Sven, genau. Wenn Greenwashing passiert, dann heißt das, es ging über einen von unseren Schreibtischen. Wir hatten als letztes den Finger dran. Wir haben es ja kommunikativ verpackt und für viele Mediamillionen irgendwohin ausgespielt, performance optimiert. Da waren wir am Schluss dran. Wenn es passiert, haben wir es gemacht. Das heißt, unser Job ist es, zu verstehen, was da reinkommt, um nicht alles durchzukellnern und wirklich im Prinzip ein ganz hartes Anforderungsmanagement auch nach innen zu stellen. Ihr müsst eigentlich der Bouncer sein oder die Bouncerin, die sagt, stopp, nein, hat keine Substanz, kann nichts, werde ich nicht kommunizieren. Das Kreuz müsst ihr entwickeln. Das zweite Thema heißt natürlich auch, bevor man anderen Wasser predigt, darf man nicht selber Wein saufen. Das heißt, ich habe also den eigenen Hof irgendwie aufräumen. Es geht darum, einerseits wirklich Nachhaltigkeitsfachwissen auch im Marketing aufzubauen und im zweiten Schritt ist auch um das Thema, ja im Prinzip die eigene Marketing-Lieferkette zu optimieren. Irgendwann wird der Net-Zero-Beauftragte eures Unternehmens bei euch anklopfen und sagen, lieber CMO, liebe CMO, was ist denn dein Beitrag zu Net-Zero? Im Prinzip sind wir auch ein Teil des Footprints des Unternehmens und ihr wisst es mittlerweile selber, dass bestimmte Marketing-Kommunikationsmaßnahmen, gerade auch im digitalen Bereich, unfassbare Dreckschleudern sind. Da geht Energie drauf, da gehen Emissionen raus in die Welt und dafür müssen wir entsprechend Optimierung einführen. Und der Job Nummer 3 heißt natürlich, dass wir am Drücker sind, Menschen vom Wollen ins Machen zu bringen. Wir sind diejenigen, die eigentlich nachhaltigen Konsumenten dabei helfen müssen, ihre Intention auch entsprechend auszuleben. Dazu zählt es natürlich, solche Sachen attraktiv zu positionieren. Dazu zählt vor allen Dingen aber auch, ihnen dabei zu helfen, als mündige, kompetente Konsumenten echte, nachhaltige Kaufentscheidungen treffen zu können. Und bei diesem letztgenannten Thema sind wir eigentlich langsam da, wo wir mit dem digitalen Produktpass genau ansetzen können. Eins meiner Lieblingszitate, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Man muss bis zur Elbe warten, um zu sehen, wer nackt badet. War nie wahrer als heute bei den Nachhaltigkeitsthemen. Viele erzählen da draußen im Himmel des Jahrmarkt, aber am Ende des Tages kommt es auf die Substanz an. Und wir müssen Menschen dazu befähigen, diese Substanz selber beurteilen zu können. Ist Produkt A, vielleicht sogar mit dem Aufpreis versehen, vermeintlich nachhaltig, wirklich besser als ein Produkt B? Und diese Art von Transparenzherstellung und damit aber auch Kompetenzaufbau beim Konsumenten ist jetzt auch mein Staffelstab. Wir gucken uns jetzt im nächsten Schritt an, was müsst ihr eigentlich so grob mal gehört haben, was da an Gesetzes- und Regulatorikwelle auf uns zurollt. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch und ist auch so. Bitte schön. Lieber Jan, jetzt habe ich natürlich das Tor Nummer 2 mit der Langeweile. Aber ich werde mich bemühen. Darf ich dir den Klicker abnehmen? Danke. Ja, ich habe die große Ehre, so ein ganz langweiliges Thema zu bearbeiten heute Nachmittag, nämlich Regulatorik zum Thema Nachhaltigkeit. Aber bevor ich das mache, wollte ich euch erst einmal was zeigen. Die Forschung zum Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren sehr viel globales Wissen zusammengekratzt. Und den Klimawandel als solchen, also den Mechanismus, dass es Gase gibt in der Atmosphäre, die Hitze der Sonne in der Atmosphäre halten und sie nicht wieder raus in das Weltall entlassen, der Mechanismus ist schon seit, wer weiß es, wie vielen Jahren bekannt? Habe ich da gerade 5 gehört? Wer bietet mehr? 10, 30, 30? Haben wir noch mehr? 150. Seit 150 Jahren weiß die Wissenschaft um die bestimmte, also verschiedene Heat Storing Capacities verschiedener Gase. Was die Menschheit nicht wusste, war, was ist denn die Konsequenz davon? Und diese Konsequenz ist immer mehr wissenschaftlich durchleuchtet. Die große Frage ist also, wenn wir sowas haben wie so Paris, 1,5 Grad, warum 1,5? Ja? Warum nicht 1,25 oder so? Ganz einfach, es hat was damit zu tun, was die Wissenschaft berechnen kann. Wir haben es dummerweise mit Ökosystemen zu tun. Systeme sind immer ein bisschen doof, weil die verhalten sich nicht zielgerichtet. Wenn ich jetzt hier den Jan antippe, ja, in diese Richtung, fällt er in diese Richtung. Wenn Sie ein System antippen, dann fällt das System nicht unbedingt in diese Richtung. Es kann überall hinfahren. Und das haben wir bei allen Ökosystemen auch. Deswegen ist es wahnsinnig schwer, das genau zu ermitteln. Aber die Wissenschaft hat inzwischen einige Zahlen herausgefunden. Und ein paar davon seht ihr hier. Und wenn ihr da jetzt mal unten guckt, bei 1,5 Grad sprechen wir schon davon, dass wir jedes Jahr mehrere Millionen an Verlusten haben durch Überschwemmungen. Sie erinnern sich oder ihr erinnert euch, vor 2 Jahren ist in Kanada eine ganze Stadt abgebrannt, weil es zu heiß war. Wir haben also massive finanzielle Verluste. Und wenn man jetzt
dieses Thermometer weiter nach oben klettert, dann ist das, was hier an Szenarien aufgemalt wird, immer dramatischer. Und wir haben auch sogenannte Tipping Points. Tipping Point heißt immer, wenn ein Ökosystem ein bestimmtes Level überschritten hat, dann fällt es nicht mehr zurück. Also sind die Polkappen einmal abgeschmolzen, werden sie nicht mehr frieren, auch wenn wir es schaffen, die Temperatur, also den CO2-Gehalt in der Atmosphäre wieder zurückzudrehen. Diese Konsequenzen sind so dramatisch, dass wir sie lieber nicht erleben wollen. Wir werden ansonsten Hunger erleben, und zwar nicht nur in Afrika, sondern auch hier. Wir werden massive Flüchtlingsströme zu bewältigen haben. Und in den Worst-Case-Szenarien geht man auch davon aus, dass es zu Kriegen um Nahrungsmittel und um Landflächen kommen wird. Wir müssen also alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und da kommt dieses 1,5 Grad Ziel her. Der Gesetzgeber versucht, das zu implementieren. Und die Europäische Union ist hier vorgeprescht. Ursula von der Leyen hat den sogenannten Grünen Deal ins Leben gerufen. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Versuch, die Politik dazu zu bewegen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass wir unsere Treibhausgasemissionen nach unten fahren. Warum jetzt die Politik? Ganz einfach. Unternehmen haben ein großes Problem, wenn sie nachhaltig wirtschaften wollen. Es kostet sie Geld. Das liegt ganz einfach daran, dass unsere ganzen Energiesysteme, unsere Produktionsprozesse und so weiter auf was ganz anderem aufgebaut sind. Die kommen aus einer Welt, in der Klimagase nicht relevant waren. Wenn Sie das heute verändern wollen, kostet Sie das wahnsinnig viel Geld. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind das eine Unternehmen, Sie wollen super nachhaltig agieren, Sie investieren also massiv in alles Mögliche. Neue Technologien, Solarinfrastruktur, Sie haben Windpark, was weiß ich. Wer zahlt Ihnen das? Niemand. Das sind externe Kosten und derjenige, der diese externen Kosten trägt, trägt sie für sich alleine. Er kann sie erstmal nicht an den Kunden weitergeben, außer es ist ein Standard für alle. Und deswegen spielt der Gesetzgeber so eine große Rolle in diesem Thema. Und der Grüne Deal ist die Antwort Europas auf den Klimawandel mit einem massiven Versuch, den gesamten europäischen Kontinent in Richtung Nachhaltigkeit zu trimmen. Und ihr seht hier, das geht schon auch um Geld, ne? Also hier werden Gelder zur Verfügung gestellt, um diese Transformation zu ermöglichen. Und ihr seht auch, der Fokus ist ganz stark auf dem Thema Klimaneutralität, das wir erreichen wollen innerhalb der EU. Dieser Grüne Deal ist jetzt nichts anderes als ein Strategiepapier der Europäischen Union. Aber irgendwie muss das ja ausgestaltet werden. Und das passiert über ganze Gesetzesprogramme. Und vielleicht habt ihr eines schon gehört, das ist Fit for 55, sorry. Und ihr seht das nochmal hier, ne, dadurch, dass das Ziel ist, klimaneutral bis 2055 zu werden, ne, ist es jetzt hier alles Mögliche an Gesetzespaketen, die das ermöglichen sollen. Da gehört dazu Batterieförderung, Forschung im Bereich Wasserstoff, Elektromobilität, Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität etc. pp. Interessanterweise gehört aber zu diesem ganzen Thema Klimawandel auch noch ein zweites Paket dazu und das ist der Circular Economy Action Plan. Jetzt werdet ihr sagen, Circular Economy ist doch was ganz anderes. Kurz, was ist Circular Economy? Es bedeutet im Grunde genommen, dass wir wegkommen von einer Take, Make, Waste-Mentalität zu einer Kreislaufmentalität. Lass mich ganz kurz erklären, warum Circular Economy beim Green Deal so eine Rolle spielt. Die meisten CO2-Emissionen eines Produktes entstehen gar nicht mal bei demjenigen, der es final zusammenstöpselt, sondern in der Lieferkette. Ungefähr 60% der Emissionen eines Produktes sind nicht im Unternehmen selbst, sondern in seiner Lieferkette. Und da überall, wenn man Abfall verbrennt, entstehen Treibhausgase. Wenn ein Produkt von weit her transportiert wird, entstehen Treibhausgase und so weiter. Deswegen ist dieses ganze Thema der Zirkularität eines, das den Green Deal ergänzen muss. Und hier geht es darum, dass wir versuchen, Produkte, Waren und Dienstleistungen, solange es nur irgendwie geht, im Kreislauf zu halten und eben nicht wir nehmen es, wir benutzen es und wir schmeißen es weg. Recycelt wird zwar ein bisschen was, ja, aber wir wissen, alles wird nicht genug recycelt. Ganz abgesehen davon, dass unser Konsum immer weiter nach oben steigt, da kann keine Recyclingrate mithalten. Das heißt, da muss man auch angreifen. Und das Letzte ist das ganze Thema Transparenz und Berichterstattung. Und das hat was mit dem Thema zu tun, das Jan gerade gesagt hat.
Ich weiß nicht, ob ihr mal mit Unternehmen gesprochen habt. Die meisten sagen, "Oh, ich muss das alles machen, ja, und ich kann die Kosten überhaupt gar nicht an den Kunden weitergeben. Der Kunde zahlt es mir nicht." Ja, kann ich total verstehen. Unternehmen haben den Kunden, Entschuldigung bitte, dass ich so oft so laut sage, 15 Jahre lang verarscht. Weil immer wieder einzelne Elemente eines nachhaltigen Produktes rausgestellt wurden und immer wieder, wenn ein Konsument gesagt hat, oh ja, da tue ich der Natur was Gutes, da tue ich der Umwelt was Gutes, da tue ich meinen Kindern was Gutes, haben wir irgendwann eine Weile später gelernt, nee, war nur ein Marketing-Claim. Dieses zarte Pflänzchen an Vertrauen, das der Konsument angefangen hat aufzubauen in nachhaltige Produkte, ist damit nachhaltig zerstört worden. Und die EU möchte dem vorbeugen. Es gibt in all diesen verschiedenen Gesetzespaketen immer wieder das Thema Information an den Kunden. Was soll er wissen? Wie muss man ehrlich kommunizieren? Wie kommuniziert man so, dass es glaubhaft ist und so weiter, ne? Also diese ganzen Themen. Und dazu gehören auch verschiedene Direktiven, die alle verlangen, dass Unternehmen über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten öffentlich berichten. In dem Moment, in dem öffentlich berichtet wird, ist die Öffentlichkeit in der Lage zu vergleichen und zu sehen, ob es irgendwo eine Kommunikation gibt, die wahrscheinlich angreifbar ist. Es erlaubt mir aber auch als Unternehmen, das strategisch zu spielen, weil jetzt kann ich mich natürlich vom Wettbewerb auch absetzen. Also das nachhaltigere Unternehmen kann sich jetzt durchaus über eine solche Transparenz als nachhaltiger darstellen, als beispielsweise der Wettbewerb. Ich gehe da jetzt gar nicht mehr so im Detail drauf ein, aber warum ich jetzt dieses Thema Circular Economy aufgegriffen habe, war, Thomas möchte uns ja was zu dem digitalen Produktpass sagen. Circular Economy Action Plan ist also auch wieder ein ganzes Rahmenwerk mit furchtbar vielen Gesetzen, die da alle kommen werden. Es kommt das Thema Recht, Dinge reparieren zu lassen, ja, dass sie es eben nicht wegschmeißen müssen, sondern dass man es reparieren kann. Es gehört dazu, wie mit Abfall umgegangen wird. Ja. Abfall darf nicht mehr einfach so außerhalb der EU irgendwo in der Wüste abgelegt werden. Wir haben aber auch das ganze Thema hier Direktive on Green Claims. Ne? Was sind eigentlich Greenwashing-Ansätze? Was sind ehrliche und glaubhafte Kommunikationswege? Das wird reguliert. Und diese Sustainable Products Initiative. Das hier ist quasi eine Idee, dass ein Produkt einen Pass bekommt und in diesem Pass ist möglichst detailgenau hinterlegt, wo kommt es her, welchen Weg hat es hinter sich, durch welche Hände ist es gegangen und wie kommt es denn jetzt zu dir, lieber Konsument. Und an der Stelle möchte ich es jetzt eigentlich schon belassen, weil man kommt jetzt bis hierhin zu dem Eindruck, okay, jetzt wird Nachhaltigkeit so ein Zwang und dann macht es keinen Spaß mehr und es ist für Marketingmenschen komplett uninteressant. Mitnichten. Ja, ich musste das sagen, ja, sorry, aber ich war hier eingeladen als diejenige, die den rechtlichen Rahmen bilden soll. Aber Nachhaltigkeit hat so viel mehr zu bieten. Ihr müsst euch vorstellen, die EU macht sowas ja nicht in einem isolierten Rahmen. Die EU ist Ausdruck eines Wunsches der Gesellschaft. Dieses ganze Thema Green Deal bringt zum Ausdruck, dass sich die Menschen in Europa wünschen, dass wir in Richtung Nachhaltigkeit marschieren. Denn am Ende des Tages haben wir unsere politischen Vertreter gewählt, auch diejenigen der EU. Und in Deutschland übrigens genau das Gleiche. Das heißt, hier hat sich was verändert. Die Konsumenten verändern sich. Die Erwartungshaltung an Nachhaltigkeit von Unternehmen verändert sich. Und ihr müsst euch immer denken, jede gesetzliche Vorschrift kann immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner vorschreiben. Die Ausgestaltungsmöglichkeiten sind jedoch zahlreich. Und das heißt, diese Gesetze bieten durchaus eine Chance für Unternehmen, diesen Trend aufzugreifen und sich vom Wettbewerb entsprechend abzusetzen. Und in dem Sinne möchte ich gerne ein bisschen positiver enden und ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht. Einige Forschungsergebnisse, leider alle nicht von mir, was denn Nachhaltigkeit tatsächlich für den Wert eines Unternehmens bedeutet. Das erste seht ihr hier. Also Nachhaltigkeitsforschung ist so knapp 25 Jahre alt im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Anfangs gab es nur ganz wenige Publikationen, in den letzten Jahren ist es explodiert. Ja, aber wir haben heute ungefähr 1200 wissenschaftliche Studien, die allesamt belegen, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen mehr Nachhaltigkeitsengagement von Unternehmen und der Financial Performance von Unternehmen gibt. Jede einzelne dieser Studien ist großzahlig empirisch-quantitativ. Das heißt in der Regel so circa 500 bis 1000 Unternehmen. Da muss was dran sein. Ja? Also das kann nicht erfunden sein. Was auch ganz interessant ist, die Zahl klingt klein, die ist aber ziemlich groß.
Die Kosten für den Zugang zu Kapital werden geringer. Das heißt, wenn Sie in Zukunft einen Kredit braucht und ihr könnt zeigen, dieses Unternehmen hier ist eines, das ziemlich gut aufgestellt ist im Bereich Nachhaltigkeit, werden die Zinssätze geringer. Und 0,3% hat einen wahnsinnigen Effekt auf Unternehmen und ihre finanzielle Performance. Diese Zahl wird sich in den nächsten Jahren noch vergrößern, weil es auch im Finanzsektor einige Vorgaben gibt, die die Unternehmen dazu zwingen werden, das noch mehr zu berücksichtigen. Und am Ende des Tages, auch die Investoren sind aufgewacht. Larry Fink ist vielleicht ein Name. Larry Fink möchte intensiv Unternehmen unterstützen im Bereich Green Technologies. Und Larry Fink würde das aber nicht machen, wenn es nicht auch einen positiven Return on Investment gäbe. Und hier gibt es auch eine Forschung, die bestätigt hat, dass Unternehmen mit mehr Nachhaltigkeit eine deutlich signifikant höhere Aktienrendite erwirtschaften. Also auch das eine positive Nachricht. Jetzt würde ich das gerne mit euch einmal zusammenfassen. Seid ihr denn wach? So, okay. Ich habe jetzt auf der folgenden Folie den zusammenfassenden Satz. Den lesen wir jetzt bitte einmal gemeinsam laut. Ja, ich weiß, ihr habt alle nur einen Kopfhörer und kein Mikrofon. Wir lesen trotzdem laut diesen Satz vor. Opportunities are... Very good. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, Professor Julia Hartmann von der EBS, Dankeschön. Ja, also das ganze Thema hat Bums, das hat Macht, das hat Druck und es hat aber auch wirklich diesen tollen Rückenwind. Vielen Dank für den Überflug. Ihr erinnert euch an mein Gekritzel, das komplexe Ding, ungefähr, da kommt das her. Und jetzt ist ganz wichtig, glaube ich, auch um so eine persönliche Selbstwirksamkeit auch hinzukriegen, dass man sich aus der Ohnmacht befreit, wo soll ich anfangen, dass man sich an einem konkreten Punkt einfach mal abarbeitet. Und wir haben einen ganz, ganz tollen, sehr konkreten Handlungspunkt, den ihr als Digital-Marketing-Experten sehr ernst nehmen könnt. Das ist das Thema digitaler Produktpass, der all diese Rahmenbedingungen im Prinzip exzellent vor Kunde abliefert. Wir kommen jetzt quasi von der Theorie in die Praxis und das macht keinen geringerer als Thomas. Bitteschön. Ganz lieben Dank, Jan. Und herzlichen Dank. Dankeschön. Toll, dass ihr heute auch noch zu später Stunde wirklich sozusagen hier die letzte Einheit des Tages mitnehmt. Ich versuche das mal mit einem ganz schnellen Einstieg heute Morgen beim Frühstück. Kam nämlich ein Google News Alert über den digitalen Produktpass als Wendeinstrument bei der Energiewende. Ganz frisch, nicht irgendwie manipuliert, aktuelles Tagesgeschehen, obwohl ich gleichzeitig glaube, dass der digitale Produktpass noch lange nicht jedem bekannt ist als EU-regulativ. Im Moment, glaube ich, ist mehr das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das Wortmonster, das immer wieder durch die Medien läuft. Kurz gesagt wird beschrieben, da kommt ein digitaler Produktpass, die EU arbeitet daran und ich werde eine Folie ganz schnell nur aufblenden, dass daran EU arbeiten, ist das Stand ICT, das ist die Normungsorganisation, die EU-Normungsprojekte begleitet und wir haben innerhalb der Gruppe, die daran arbeitet, vor weniger als 14 Tagen den ersten Bericht vorgestellt. Wer also Spaß daran hat, auch mal in die technischen Tiefen einzutauchen, kann das über das Handout hier von heute mit Sicherheit nochmal nachlesen. Ich fange mal mit typischen Irrtümern an zum digitalen Produktpass, so nach dem Motto, noch ein Zertifikat oder Datenblatt mehr, das zu so einem Produkt gehört. Das ist ja einfach eine Dokumentationsaufgabe mehr, die im Zweifel nur lästig ist und mehr Geld kostet. Oder das ist jetzt die neue CO2-Fußabdruckanzeige, weil auch das im digitalen Produktpass drinstehen soll. Oder eine der jüngeren Facetten ist, das ist das, womit man dann anzeigt, ob man auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erfüllt oder das demnächst dann vorhandene europäische Lieferkettengesetz. Das ist in meinen Augen alles falsch und Julia hat schon sehr nett, sehr viel über die ganzen Regulative gesagt. Ich versuche das mal nur an einer einzigen Stelle zusammenzufassen. Wer Spaß hat, kann das bei der EU alles nachlesen. Im März 2022 veröffentlicht, aktuell im sogenannten Trialog. Aber im Kern steht da drin, jedes Produkt braucht einen Produktpass. Jeder Produktpass muss vor der Kaufentscheidung verfügbar gemacht werden für jede Konsumentin und jeden Konsumenten. Das Ganze auch im Fernabsatz, also auch im E-Commerce. Und außerdem müssen Produktpässe im europäischen Produktpassregister so hinterlegt werden, dass jede Bürgerin und jeder Bürger immer nachschauen kann. Und noch ganz verrückt, der Produktpass lebt weiter.
ein ganzes Produktleben lang. Der soll also nicht wie ein Fahrradpass, wenn ich das Fahrrad kaufe, irgendwo in der Bordmappe stecken, sondern der soll weiterleben. Und wenn ich mein E-Bike irgendwann mit einem neuen Akku versehe, dann soll der auch als Produktpass weiterleben. Erklären, wie man Produkte erhält. Das so als Schnellfassung, was eigentlich in der Ökodesign-Richtlinie so alles drinsteht. Da steht auch noch ein bisschen mehr drin. In meinen Augen bedeutet es aber im Kern, dass es 5 gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass der digitale Produktpass ganz grundlegend, nehmen wir das Wort Game Changer, also eine Veränderung bewirken wird, weil er erstens immer am Produkt bleibt, ein ganzes Produktleben lang, immer weiter fortgeschrieben wird und sozusagen nicht eine einmalige Produktauszeichnung ist, sondern ein Begleiter, der am Produkt erhalten bleibt. Zum Zweiten, weil er anders als die vielen QR-Codes, die man so im Supermarkt findet, die erste dann genormte und einzig sozusagen erzwungene digitale Schnittstelle zum Kunden an analogen oder physischen Produkten ist. Das ist neu. Im Moment gibt es viele QR-Codes, die viele Ideen bedienen und bewirtschaften, aber die Idee ist hier für Verbraucherinnen und Verbraucher einen Zugang digital zum Produkt zu schaffen, bei denen ich Vor- und Nachkaufentscheidungen viel über ein Produkt lesen, lernen, erfahren und verstehen darf. Dann ist das Ganze eine Bühne, um all die verschiedenen Nachhaltigkeitsdinge, die wir vielleicht in den ersten beiden Teilen schon gehört haben, sichtbar zu machen, damit sie irgendwie auch eine Differenzierung von Produkten erlauben und damit sozusagen das, was Jan auch eingangs schon gesagt hat, Nachhaltigkeit nicht irgendwie als das lästige Nebenprodukt irgendwie mitläuft, sondern Nachhaltigkeit ein Unterscheidungsmerkmal wird für Produkte, das Wert stiftet. Der 4. Punkt ist so die Frage, wann ist denn sowas Relevanz? Nach meiner Auffassung gibt es einen Zeitgeist mit Nachhaltigkeit, der Erfreulichkeit auch heute hier ja sichtbar ist. Es gibt einen Zeitgeist Digitalisierung, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Und dann haben wir nochmal ganz deutlich die Regulatorik. Und wenn man dann die 3 Dinge so zusammenzählt, dann ist das unterm Strich ein Jetzt. Und für dieses Jetzt habe ich auch noch einen letzten Punkt, den sogenannten Tipping Point. Ich komme ja ein bisschen mehr aus der Technikecke. Der ist meines Erachtens sehr nah erreicht. Ein Reifegrad von Technologie, dass etwas nicht nur irgendwie geht, sondern sogar Spaß macht. Ich fange mal mit dem Teil an, der etwas weniger Spaß macht. Der klassische Weg heute im Supermarkt an vielen Produkten zu sehen ist, oh, da ist ein QR-Code dran und wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, kann man dann mehr erfahren. Also habe ich ihn erkannt, dann ziehe ich das Handy raus, dann muss ich es auch noch aufmachen durch eine Handbewegung, schalte die Kamera an, finde den QR-Code in möglichst richtiger Scan-Distanz, dass er dann auch irgendwann scharf gestellt ist und hoffentlich sich nicht irgendwie reflektiert. Dann scanne ich den, dann kann ich den antippen, dann komme ich auf eine super Landingpage mit einem Eingabeformular und jetzt bin ich über 50 und freue mich als nächstes, die Lesebrille wieder rauszuholen, um zu gucken, dass ich diese komisch eingedruckte Chargennummer auch ablesen kann. Dann kann ich die auch eintippen, wieder OK drücken und bekomme dann einen technischen Überblick, wo denn die Konserve herkommt. Ich bin jetzt nicht der tiefste Online-Marketing-Profi, wahrscheinlich viel weniger als alle, die hier sitzen, aber so 11 Klicks oder 11 Sekunden, ich habe da mal gelernt, jeder Klick mehr tut weh, wenn es um Erfolg online geht. Und ich glaube, da ist es spannend, sich zu fragen, ob Technologie heute eine andere Form von Zugänglichkeit bietet. 1 Sekunde, 1 Klick. Und das möchte ich gerne an einem Beispiel zeigen. Da muss ich schnell einmal den Ton runterdrehen. Das ist nämlich mit Musik unterlegt. Da habe ich Gott sei Dank noch dran gedacht. Ein Beispiel aus Italien von einer Modemarke, die das selber mit eigenen Mitteln einfach auf Instagram mal verfilmt hat und sozusagen zeigt, wie zukünftig ein digitaler Produktpass erlebt wird. Und bei den letzten 2 Sekunden möchte ich nochmal ansetzen. Das ist der Unterschied. 1 Sekunde anhalten, einmal tippen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie das vor einigen Jahren so mit der E-Commerce-Diskussion war. Wie lange dauert es vom Produkt bis zum Warenkorb und zum Auftrag? Sich zu fragen, wie
einfach zugänglich ist denn so ein Produktpass für Verbraucherinnen und Verbraucher? Und dabei noch so ein bisschen auch der Blick links und rechts. Da gibt es ja auch noch ein paar Stolpersteine. Zum einen diese Zugangstechniken, wie jetzt solche Chips, die im Produkt verbaut werden, die gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Und ich habe da die Weintraube als Größenvergleich dazugelegt, damit ihr alle eine Idee habt, wie groß oder klein was ist. Aber es gibt diese Zugangstechnik neben eben solchen Aufklebern auch als Glas oder als Nagel oder als Hemdknopf oder in allen möglichen Bauformen, sodass irgendwie dieses Antippen per Funk sehr schnell funktioniert, ganz unterschiedlichen Verpackungen und Produkten. Und auf der anderen Seite, fairerweise, das haben wir alle beim Reingehen heute und auch nicht nur hier, sondern in den letzten 2 Tagen ja gesehen, das Armband hat so einen Chip, öffnet die Türen, bezahlt den Kaffee, den Wein, das Essen. Nur wir haben uns noch nicht so richtig verständigt, wie man eigentlich als Mensch erkennt, dass da so ein Chip drin ist. Die Sparkasse, die Volksbank oder die Banken machen das mit dem alten WLAN-Symbol. Die Bundesregierung macht es mit so einem Kreis, den, glaube ich, keiner bewusst kennt, aber sagt, dass dann ein Chip drin ist. Und das OMR macht es mit den gelben Strichen über der Marke. Ein paar Beispiele, was das so bedeuten kann, ohne dass wir in die jetzt alle irgendwie eintauchen könnten, wollten oder würden. Das sind Beispiele aus der Praxis von der Weinflasche angefangen, wo man durch Anhalten das Narrativ des Winzers in jedweder Form von den Menschen bis zum nachhaltigen Anbau nachvollziehen kann. Das ist der Schuh oder aber auch das Lebensmittel, das zum Beispiel auch Aussagen und Informationen mit sich bringt über Unverträglichkeiten, Lebensmittelinhalte, sodass ich als Mensch quasi sehr leicht abgleichen kann, passt das eigentlich zu mir? Das mögen aber auch Dinge sein wie bei der Kosmetik der Lippenstift und die dazu passende Nagellackfarbe oder im Handwerk das Ersatzteil oder Auffüllen von Werkzeugkoffern. Also in ganz unterschiedlichen Beispielen, die einen solchen digitalen Produktpass bieten. Einen Blick würde ich noch gerne auf die Umsetzung richten, wenn man das so praktisch machen will. Was wird das dann eigentlich bedeuten? Naja, da ist letztlich zu erwarten, dass man ja irgendwie Werkzeuge braucht, um einerseits aus der ganzen Sichtweise der Nachhaltigkeitsdokumentation sehr leicht und einfach auch kleine Betriebe in die Lage versetzt, überhaupt ihre Geschichten zu erzählen. Also Prozesse leicht dokumentierbar macht und auf der anderen Seite aber aus der gestalterischen und der Marketing-Sicht einen solchen Produktpass auch leicht herstellbar macht. Leicht die Daten zusammenzutragen, das Anbinden an Bilder und Medien und Produktinformationen leicht anwenderfreundlich zu machen mit Standardprogrammen. Und auf der anderen Seite eine Infrastruktur, die es erlaubt, dann solche Produktpässe an die EU auszuliefern, sie zu pflegen, zu versionieren und aber auch letztlich natürlich für Verbraucherinnen und Verbraucher, egal wo, digital zugänglich zu machen, sei es nun mit oder ohne Blockchain. Da streiten sich die Geister und wahrscheinlich ist irgendwann beides richtig. Und letztlich natürlich ganz banal, den Teil habe ich bei den Gesetzestexten ein bisschen ausgelassen, aber auch da am Ende des Tages irgendwo am Produkt muss es sichtbar werden. Auch das steht in der Ökodesign. Jawohl. In der Ökodesign-Richtlinie für nachhaltige Produkte mit drin. Es muss Etiketten geben, an denen Menschen erkennen, dass da ein digitaler Produktpass drin ist. Also auf die berühmte Nussschale geguckt, kurz zusammengefasst, der digitale Produktpass kommt und er kommt auch ziemlich schnell, wenn man sich mit der Stand ICT beschäftigt. Es gibt so Zeitprognosen, die so zwischen 2024 und 2025 liegen. Und das ist relativ bald. Und dann gibt es letztlich eine genormte digitale Kundenschnittstelle von neuer Qualität, die einen direkten Kundenkontakt erlaubt, das auch dann uns im Prinzip erlaubt, mal umzudenken von der Pflichterfüllung der nächsten Vorschrift und der nächsten Dokumentationsaufgabe und noch irgendeiner regulatorischen Vorgabe, es als Chance zu verstehen. Wenn die Regulation sagt, man soll Menschen dazu befähigen, Produkte länger zu nutzen, sie länger instand zu halten, zu reparieren, dann kann man das als Pflicht verstehen. Man könnte aber auch sagen, das ist eine Riesenchance, Menschen dabei zu unterstützen. Wie mache ich das denn eigentlich? Wie erhalte ich ein Produkt? Wie vermeide ich, dass ich es kaufe und gleich wieder wegwerfe? Wie finde ich das richtige Ersatzteil bequem und ohne, dass ich da eine Stunde die Suchmaschine bemühen muss?
Und zu erwarten ist das Ganze sowohl an der Verpackung als auch im Produkt. Beides ist am Ende des Tages nötig. Die Verpackung geht ja vielleicht in ein Mehrwegsystem und am Ende des Tages aus der Marketiersicht, wenn ich das so richtig formuliere, gibt es dann auch noch den Effekt, dass das ja am Ende des Tages ein Owned Media Channel ist, also eine Chance für das Unternehmen oder die Marke, direkt mit Kunden in Kontakt zu treten, vielleicht auch direkt in anständiger Form daran zu lernen, was interessiert Menschen eigentlich, wenn sie Produkte angucken. Und so ist das für mich die Überleitung, mal in die Praxis zu gucken, wo ich ja nicht nur darüber berichten möchte, sondern mich sehr freue, dass auch der Linus heute dabei ist und wir dann vielleicht an dieser Stelle einen Übergang finden. So wird das beim Super Biomarkt ausschauen. Und Jan, an dieser Stelle würde ich dann dir das Wort wieder übergeben. Jawohl. Danke euch ganz herzlich. Das war der digitale Produktpass-Papst Thomas Rödding. Theorie mit Praxisanteil. Jetzt einfach mal nur Praxis. Linus, komm noch ein bisschen hierher. Das ist jetzt für unser CMO-Talk. Linus, du bist CMO beim Super Biomarkt? Nee, Richtig, ganz Head of Marketing. Richtig. Genau. Und Wenn's ihr wie habt... du willst. Marketingleitung auch gerne auf Deutsch. Genau. Vielleicht einmal so zum Einstieg, dass man kurz einen Schlag erzählst. Du hast da mit dem Thomas das Thema digitaler Produktpass bei euch eingesetzt. Was genau habt ihr gemacht? Also erstmal vorweg, seit 150 Jahren ist ein Problem bekannt. Ich bin sehr stolz, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das vor 50 Jahren identifiziert hat, dass Bio-Lebensmittel der richtige Weg sind. Und damit meine ich nicht die Bio-Lebensmittel, die wir heutzutage an jeder Ecke bekommen, sondern wirklich nachhaltige Lebensmittel von Unternehmen und Lieferanten, die sich zu 100% hinter Werte und Normen stellen. Und die vertreiben wir auch zu 100% bei uns im Unternehmen. Warum machen wir einen digitalen Produktpass? Einfach um diese Transparenz, die wir seit 50 Jahren leben, in ein neues Zeitalter zu heben, nämlich in das Digitale. Und das ist der Grund und auch, glaube ich, der richtige Beweggrund, andere Generationen mitzunehmen. Beschreibt nochmal ganz, damit es greifbar, was genau macht ihr da? Was genau ist der Anwendungsfall? Der Anwendungsfall aktuell ist, dass wir eine Fleischart und eine Käseart, das ist muttergebunden, das heißt, das sind Kälber, die bei ihren Müttern bleiben. Auch das ist ein besonderer Ansatz, Tiere und in dem Fall Kälber großzuziehen. Das heißt, die werden nicht direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt. Das ist unser erster Anwendungsfall. Wir werden den Kunden zukünftig, was wir jetzt auch schon auf Nachfrage können, über den digitalen Produktpass erleben lassen, wie diese Tiere aufgewachsen sind. Und das heißt, der Konsument, die Konsumentin kann Bilder sehen von dem Hof, auf dem das Kälbchen aufwächst, das die Milch gibt für den Käse. Wir können ganz klar sagen, welche Nahrung diese Tiere bekommen haben. Wir zeigen aber auch, und das gehört einfach zu dem Leben und zu diesem Kreislauf dazu, wir zeigen, wie kurz die Wege sind, wie wenig Stress ein Tier hat, wenn es dann seinen letzten Weg geht und geschlachtet wird und wie kurz auch wiederum der Weg dann zu uns in die Super Biomärkte ist. Das heißt, die Transparenz, die wir seit 50 Jahren leben, auf Nachfrage, heben wir ins Digitale. Okay. Frage dazu, das Thema Transparenz herzustellen, hat ja hat eigentlich in diesem Sinne keiner beauftragt für, er macht das in diesem Fall freiwillig, da gibt es noch keine Regulatorik. Das hat ja Chancen, es hat aber auch Risiken. Kannst du da mal offen drüber reden? Klar, also die Chancen, wir haben 50 Jahre jetzt als Unternehmen dicke Bretter bohren müssen und müssen das auch zukünftig machen, um den Unterschied zu machen zu unserem Bio und dem Bio, was aktuell da ist. Wir sehen ganz klar eine Chance darin, unsere Transparenz erlebbar und sichtbar zu machen und das, bevor es eigentlich Pflicht wird. Das heißt, wir sind, wie man so schön neudeutsch sagt, First Mover. Wir versuchen uns wieder in die erste Reihe zu stellen. Wir versuchen Pioniersarbeit zu machen, bevor es eben verpflichtend wird. Wir wollen den Konsumenten genau diesen Anreiz und die Motivation, was wir eben gesagt haben, geben, Dinge zu erleben und einfach selber den Unterschied machen zu können. Die Risiken dabei, naja gut, ich meine, wir sind mit 26 Märkten im Vergleich zu den großen Ketten, die wir in Deutschland und weltweit haben, eine sehr kleine Nummer. Das heißt, eine Umsetzung, du hast es eben gesagt, Julia, die kostet Geld, die kostet sehr, sehr viel Geld. Wir sind immer bereit gewesen, diese Schritte zu gehen, auch mehr Geld auszugeben, das nicht auf die Produkte direkt wieder anzurechnen, aber wir haben halt einfach eine andere Nachhaltigkeit im Unternehmen. Ja.
Kannst du schon sehen oder ablesen, dass das was bringt? Also wie sieht das aus an der Nachfrage, an der Kundenfront, am POS? Wird das belohnt, was ihr da macht mit eurem Transparenzoffensive oder nicht? Definitiv, weil ich glaube, wenn ich hier in die Runde frage, möchte jeder von euch am liebsten ganz genau wissen, wo Produkte herkommen. Und das sind nicht nur Textilien, die ich trage, sondern das sollten vor allen Dingen Lebensmittel sein, weil nichts ist wichtiger zu wissen, als das, was ich jeden Tag in mich reinstopfe. Ich sage es mal ganz plakativ. Und das ist etwas, was wir als Chance sehen, was wir weiter ausbauen wollen. Und das wird honoriert auf jeden Fall. Allerdings sind es wieder die Rahmenfaktoren, die das Ganze erschweren, weil einfach, und auch da kann ich in die Runde fragen, das Portemonnaie wächst nicht. Unsere Lebensmittel sind ihren Preis wert, aber wir können halt diese Transparenz und diese Qualität nicht zum Dumpingpreis anbieten. Und das wollen wir auch nicht. Wir gehen den Schritt, dass es irgendwann Klick macht bei jedem und man sagt, es muss vielleicht nicht das neueste iPhone jedes Mal sein. Ist jetzt hier, glaube ich, schwierig, dieses Statement aufrechtzuerhalten. Aber ganz ehrlich, es ist doch eigentlich viel, viel wichtiger zu wissen, was ich esse, was mir die Kraft jeden Tag gibt und dass ich dafür Geld ausgebe. Und wenn ich Fleisch essen will, auch das ist jedem unbenommen, da muss ich es nicht jeden Tag an der Fastfood-Ecke tun und wirklich Schrott essen, sondern esse einmal in der Woche eben etwas teureres und gutes Fleisch und weiß, wo es herkommt. Ich hake nochmal nach, weil wir sind ja ein bisschen Performance getrieben. Das verkauft? Fragezeichen. Das verkauft auf jeden Fall, weil es einfach ein schlagendes Argument jetzt schon ist bei den Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die dieses Thema leben und die auch wissen, dass es eine Generation nach uns gibt. Und es wird zukünftig, und das wird sicherlich der Weg sein, es wird auch ein Regulativ geben, um gewisse Dinge einfach transparent und offen zu machen. Und wenn ich in dieser Runde erzähle, dass der größte Biofleischlieferant in Deutschland gleichzeitig derjenige ist, der im konventionellen die größten Schlagzeilen macht, dann sieht man einfach, wie die Glaubwürdigkeit ist. Und dieses Thema können wir halt einfach aufmachen. Wenn wir dann zeigen, dass da gleiche Orte, gleiche Namen im Impressum oder Ähnlichem stehen, dann weiß man, glaube ich, auch, das ist die Transparenz, die wir alle haben wollen und die es auch braucht. Okay. Letzte Frage von mir, bevor ihr dann sozusagen losschießen könnt. Das, was du da machst, hat ja zwei Seiten. Es hat eine taktische Seite. Du bist First Mover, Preispremium, pipapo. Es hat aber auch scheinbar eine moralische Seite. Also wie trennst du das eigentlich? Ist das was Taktisches? Ist es was mehr so Haltungsgetriebenes oder ist das beides so ein bisschen? Ich mache das gerne an einem Beispiel fest. Wenn wir als Unternehmen einen Lieferanten, einen Bauern, eine Bäuerin oder wen auch immer zu uns ins Unternehmen nach Münster einladen, dann würdet ihr im ersten Moment, wenn wir uns begrüßen, sehen, dass wir mit Respekt, mit Vertrauen, mit einer Freundschaft miteinander umgehen. Weil wir einfach mit den Erzeugern sprechen, was sie brauchen, damit sie ein gewisses Leben führen können, damit sie eine Qualität liefern können. Und insofern, da ist keine Berechnung von uns hinter. Es ist einfach eine Art des Handelns und es wird honoriert. Und ob da Menschen sind, die das mitgehen und unterstützen. Wir sind seit 50 Jahren am Markt. Wir merken, dass es diese Menschen gibt. Wir merken, dass es diese Unterstützung gibt. Und wir erhoffen uns immer mehr davon, dass halt einfach das Bewusstsein kommt, dass wir was tun müssen. Super. Linus, vielen Dank. Ich danke. Und damit im Prinzip feuerfrei. Wir haben euch jetzt zugeschwallert. Ich habe hier große Reden gehalten, macht und macht nichts. Wir haben einen Crashkurs bekommen im Bereich Regulatorik. Thomas hat den Kram mehr oder weniger erfunden, das heißt, er weiß wirklich, worum es geht. Und Linus macht damit gerade gutes Marketing, gutes Geschäft. Fragen hier im Raum. Ich habe dieses Tool, das reiche ich dann weiter. Ihr habt auch eins, wunderbar, passt. Sag ganz kurz, wer du bist, sag kurz, wen du meinst mit der Frage vielleicht und dann feuerfrei. Hallo, ich bin Lena. Ich weiß nicht, hört man mich? Ja. Ich weiß gar nicht, an wen ich die Frage am besten richten soll, aber wie genau pflegt ihr dann im Prinzip die Daten ein? Also läuft das über eine Cloud, läuft das über eine Blockchain? Wie sieht es in der Umsetzung aus im Prinzip? Also dann nehme ich mal die Antwort dazu. Es gibt ein Redaktionssystem, mit dem man Texte und Bilder und auch Produktdaten einpflegen kann. Und die kann man sowohl aus direkten Quellen beziehen, als auch angebunden an zum Beispiel all die Schlagworte, die hier sind, das
Product Information Management, das Digital Asset Management oder die Anbindung an ein ERP-System, um die Daten dann automatisch abzugleichen. Gleiches gilt auch für die quasi die vertrieblich orientierte, die Vermarktung von Ersatzteilen und Zubehör oder ähnlichen quasi Zusatzangeboten, wo dann das Shopsystem mit angebunden wird, damit man nicht die Dinge doppelt machen muss. Aber alles auf einem Niveau, so wie wir früher bei Webseiten irgendwann ja auch ein Niveau erreicht haben, wo man nicht unbedingt einen Programmierer brauchte, sondern einen Baukasten, mit dem man das zusammenstecken kann. Dankeschön. Würde das auch für Lieferketten funktionieren? Beziehungsweise das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Use Case, aber Das funktioniert auch für Lieferketten. Das ist sozusagen genau der Gedanke. In meinen Augen ist sozusagen die eine Hälfte des Lebens ist das Dokumentieren, wo was herkommt, damit es ein Narrativ gibt, das interessant ist. Und die andere Hälfte des Lebens ist darüber dann auch Zugang zu verschaffen, der endverbrauchertauglich ist und der mehr bietet als nur diese sachliche Dokumentation. Und für beide Bereiche gibt es solche Redaktionssysteme. Bei dem Lieferkettenteil würde ich das wahrscheinlich eher einen Prozesswerkzeug nennen, wo man zusammenklickt, welche Stellen sollen eigentlich genau wie dokumentiert werden und wer kann das alles machen. Im Prinzip idealerweise nur mit einem Handy, ohne komplexe IT. Und diese Dinge kann man auch einfließen lassen in den Produktpass, um dann zum Beispiel, wir nennen das so eine Endorsed Map, also die quasi an einer Transaktion entlang geprüft Punkte und Dokumentationspunkte liefert, die technisch sichergestellt auch tatsächlich an den Orten entstanden sind. Das aber ohne jetzt ganz tief in die Technik abzureisen. Ja, auf beiden Seiten, Lieferkette als auch am Produktpass selbst. Dankeschön. Gerne. Weitere Fragen? Dazu erst da. Ich husche hier behende durch die Reihen. Hallo, mein Name ist Daniela Pick. Ich bin Marketingmanagerin bei Firma Ampri. Und wir stehen vor einer sehr großen Herausforderung, denn wir vertreiben einmal Produkte für Medizin und Pflege. Und frage mich die ganze Zeit, wie können wir so einen digitalen Produktpass für einmal Wegwerfprodukte umsetzen, dass es auch glaubwürdig ist, ja? Ich nehme nochmal das Mikro und halte es fest. Also die Glaubwürdigkeit hat ja was damit zu tun, wie solide ist die Lieferkettendokumentation und auch durch Dritte nachprüfbar. Und das hat was damit zu tun, ob man eben zum Beispiel konkret über einen Smartphone-Technologie sicherstellt, dass tatsächlich die Menschen, die das Handy per Face ID gesehen hat und per GPS auch den Standort kennt, diese Dokumentation sozusagen belastbar zusammenträgt. Die Frage des Einwegprodukts ist dann so, dass nicht jedes einzelne oder Einwegprodukt einen Pass braucht, sondern es gibt im Sinne der EU-Regulierung Pässe auf der Ebene eines Artikels, einer Charge oder eines Einzelstücks. Und man kann dann sagen, naja, ich sage jetzt mal in den Corona-Masken, wenn die 30.000 Masken alle der gleichen Fertigung entstanden sind und derselben Lieferkette unterliegen, dann braucht man nur einen Pass und kann alle diese Produkte auf denselben Pass verweisen lassen, sodass der Aufwand dann nicht irgendwie ist, man müsste jetzt ständig für jeden Karton das nachpflegen. Sinn macht es dann nachzupflegen und zu verändern, wenn die Ketten unterschiedlich sind. Ich könnte ja auch 30.000 Masken bestellen, 10.000 kommen über die eine Lieferkette, 5.000 kommen über die nächste, 15.000 kommen über eine andere. Dann würde man sinnvollerweise 3 Produktpässe anlegen, jeweils eine für die richtige Charge. Ich ergänze nur einfach nochmal ganz kurz, letztendlich, ich stecke jetzt nicht im Detail bei euch mit drin, aber letztendlich ist es nichts anderes als ein Stück Käse oder ein Stück Fleisch. Also es ist auch ein Einmalprodukt, wenn man so will. Ne? Und es kommt eine Charge Fleisch rein, sage ich jetzt mal, wird dann in entsprechende Produkte wiederum zerteilt und der Kunde kriegt dadurch die Lieferkette dann an eben einem unterschiedlichen Produkt, aber von dem gleichen Ausgangsprodukt. Ja, wir haben natürlich verschiedene Dinge probiert, ne? Also wir haben so Faserschalen probiert, also wenn man jetzt so an Nierenschalen denkt, in der Stations- und Patientenpflege, aber es ist einfach nicht gewollt. Also da wird Kunststoff bestellt und es lässt sich tatsächlich immer schlechter vermarkten. Bis irgendwann das Regulativ kommt, glaube ich. Also wir haben das auch da aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben genau das Gleiche, wenn wir über Recap reden, über also Mehrweg-Kaffeebehälter. Ganz ehrlich, wollen ist immer die Frage, irgendwann muss. Und das ist das Schöne. Wir haben es schon seit Jahren, dass wir es angeboten haben. Jetzt muss es und dann funktioniert es. Danke. Hier geht niemand. Na gut, okay. Ausnahmsweise. So, wo war die? Hi, ich bin die Laura und ich komme aus dem Green Marketing Umfeld sozusagen. Deswegen wollte ich jetzt mal eine kritischere Frage stellen. Ihr habt gesagt,
Also wenn ich es richtig verstanden habe, es bekommt quasi jedes einzelne Produkt im Verkauf einen Chip implementiert und der Konsument kann ihn scannen. Ist das richtig? Es muss nicht immer ein Chip sein. Es kann ein Chip sein. Es kann auch ein QR-Code sein. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wichtig ist es mir, Original und Fälschung auseinanderzuhalten. Bei einem, ich sag mal, 30-Cent-Artikel, wo es auch kaum Merkmale gibt, wo ich sozusagen so viel Wert darauf legen würde, das zu schützen, mag ein Chip ein bisschen schwierig sein und einfach letztlich auch zu teuer. Umgekehrt gibt es aber auch einen riesigen Schaden durch gefälschte Produkte. Also sobald das Produkt einen Wert hat, wo es mir wichtig ist, deutlich zu machen, wenn ich mir schon Mühe gebe, Dinge gut zu machen, dann möchte ich auch von den Fälschern unterschieden werden. Dann ist es plötzlich sehr attraktiv, sich zu fragen, nehme ich da einen Chip? Und in der Frage einer Gesamtökobilanz, ohne dir das jetzt wegzunehmen, oder unterstellen zu wollen, hängt eben auch viel an den Produkten. Oft genug, wenn ein Produkt mit einer 8-sprachigen Bedienungsanleitung mit 200 Seiten Papier kommt, dann hat sich der Chip schon bevor dem Auspacken ökologisch sehr positiv ausgedrückt, um es einfach zu sagen. Okay, danke. Dann hätte ich nur eine Frage, und zwar, wenn man den Chip dann gescannt hat und quasi auf die Landingpage bzw. auf die Produktseite weitergeleitet wird, gibt es denn da auch eine Empfehlung, also eine Einstufung für Konsumenten, die sich jetzt nicht so gut auskennen, was einen CO2-Fußabdruck angeht? Herzlichen Dank für die Frage. Dann würde ich da mal direkt ansetzen. Also die Ökodesign-Richtlinie für nachhaltige Produkte hat noch ein paar Dinge mehr. Da gibt es auch ein Leistungsdatenbewertungssystem, was darauf abstellt, dass Produkte gleicher Kategorie untereinander vergleichbar werden. Kennen wir bei Lebensmitteln in jüngster Zeit am ehesten beim Nutri-Score. Der Nutri-Score ist ja nichts anderes als eine Mathematik, die die großen 7 Lebensmittel-Eckdaten bewertet und umrechnet. Und das innerhalb bestimmter Warengruppen, sodass 2 gleiche Waren, also 2 Tüten Kartoffelchips verschiedener Marken gegeneinander, der eine kriegt ein C und der andere ein D, je nachdem wie die Zusammensetzung ist. Also solche Bewertungsverfahren gibt es immer mehr und die EU bemüht sich, ich meine, da haben wir glaube ich beide Berührungspunkte zu, im Moment rund 450 Verbraucherlabel und allein 85 verschiedene Verfahren für CO2-Fußabdruckberechnung zu strukturieren, zu reduzieren und dann es einfach zu machen, wie kann ich tatsächlich gegeneinander vergleichen. Und das ist auch Teil dieser Ökodesign-Richtlinie, die aktuell in Verhandlung ist. Cool, danke schön. Prima. Weitere. Oh, da hinten ist was los. Wir fangen mal hier an und machen dann da weiter. Ja, hallo, ich bin Konstantin Erb, ich bin Senior Consultant für Nachhaltigkeitskommunikation und mich würde mal interessieren, der digitale Produktpass, ne? Wie kann ich den mit KPIs matchen? Also letztendlich, ne, also Daten, die erhoben werden beim digitalen Produktpass, wie können die automatisiert in KPIs reinlaufen, sodass ich die später in Reportings wiedergeben kann, also dass die Summe gebildet wird. Ne? Gibt es da eine Lösung irgendwie? Habt ihr da eine Idee oder? Also wenn es der technische Teil ist, dann würde ich sagen, ja, da haben wir Lösungen zu. Das ist natürlich immer auch eine Abwägung des Datenschutzes. Also bin ich in Kohorten unterwegs oder gucke ich auf einzelne Menschen. Aber im Prinzip kann ich das Interaktionsverhalten ja genauso ich sag mal, mit dem Begriff anständig bewerten, um herauszufinden, naja, wonach schauen denn Menschen wirklich, was interessiert sie, wo wollen sie mehr Informationen gewinnen und wo ist es so wie ein technisches Daten, dass es niemand liest. Und diese KPI-Bestimmung geht dann im Prinzip genauso in Analytics und letztlich in Insights ein, wie andere Datentöpfe das auch tun. Ehrlicherweise noch am Rande gesagt, gibt es sogar einen Passus in der Ökodesign-Richtlinie, die interessanterweise umgekehrt verpflichtet, dass Produkte sogar Daten aufzeichnen sollen. Das ist unser spezieller Fall bei Elektrogeräten, dass man in die Richtung guckt, macht es nicht Sinn, dass man sogar Verpflichtungen definiert, dass Elektrogeräte selber aufzeichnen, wie viel Strom sie wirklich verbrauchen, damit man sozusagen KPIs quasi schon auf Produktebene aus dem Produkt selbst erfährt. Das ist aber ein Spezialfall, wo ich nicht behaupten würde, das gilt automatisch für alle Produkte. Ich kann noch was ergänzen, muss nicht. Also Gerne. ich glaube, da gibt es die 2 Richtungen bei einer Lieferkette. Also es gibt einmal diese Richtung zum Lieferanten hin, der selber auch eine Veränderung am Produkt beifügt. Da macht es sehr viel Sinn, wenn man schon so eine Chip-Technologie hat, diese Daten mit zu erfassen, mit drauf zu speichern und die genauso in die zentrale Datenbank zu überführen, weil man dann natürlich das Problem los ist, weil man für die CSRD-Richtlinie so oder so Nachhaltigkeitskennzahlen veröffentlichen muss. Dann habe ich sie bereits aggregiert nach Scope 1 und Scope 3. Das Problem ist aber dann die andere Seite, die Kundenseite. Also der Produktpass hört, zumindest in der Theorie, muss ja nicht aufhören beim Verkauf. Und das
nehmen Sie ein paar Brautschuhe. Ja? Also ich könnte ja jetzt, wenn ich Brautschuhe habe, ich habe sie einmal getragen, ja, und jetzt möchte ich die weiterverkaufen. Ich verkaufe sie mit dem Produktpass weiter und dieses Produkt lebt weiter und kriegt so eine eigene Geschichte. Ne? Wie viele Hochzeiten hat dieses Produkt miterlebt? Aber das darf ich nicht mehr tracken. Also das sind jetzt Dinge, die dem Konsumenten belassen sind und das sind dann eben diese datenschutzrechtlichen Themen relevant. Das heißt, man muss hier sehr klar trennen, wofür und was ist der Anwendungsfall, was darf ich und was darf ich nicht. Vielen Dank. Danke für die Frage. Hi, Rebecca. Marketing, Hotellerie. Also eigentlich jetzt nicht unbedingt produktgebunden, aber mich würde das mal interessieren, weil jetzt gerade der Nutri-Score genannt wurde, der jetzt ja nicht unbedingt, also ich vertraue dem nicht. Und ich glaube, jetzt sehe ich an Ihren Gesichtern, es geht Ihnen jetzt auch so. Also wodurch weiß man dann, also es geht jetzt, ich ziele auf die Glaubhaftigkeit oder die Glaubwürdigkeit ab. Ne? Also zum einen kann ich natürlich dann so einen Produktpass total schön machen und spannend machen und auch für Marketeers dann interessant, aber am Ende ist ja, wie wird es gemessen, wie wird es vergleichbar gemacht und warum, also am Anfang fiel das Wort Game Changer. Also wie kann es wirklich zu einem Game Changer werden, und ich interessiere mich für das Thema Nachhaltigkeit, ich habe davon noch nie gehört. So, also jetzt, das war eine ganze Latte an Fragen, aber vielleicht könnt ihr einfach mal so grob auf das Thema Glaubwürdigkeit und wie kann es wirklich zu einem Game Changer werden, eingehen. Danke. Ich fange mal an, aber dann gebe ich an die Praxisexperten weiter. Also das eine ist, die EU ist tatsächlich dabei, ganz viele von diesen Labels und der Kommunikation mehr zu standardisieren. Das hat sie übrigens vorher auch schon gemacht, aber es gab auch vorher in jeder Industrie eigene Labels und Zertifikate, die nicht kontrolliert waren. Ne? Da greift die EU gerade an und versucht da aufzuräumen. Solche Dinge wie Nutri-Score oder diese Haltungsformen, die es jetzt auch gibt, haben den Charme, dass sie relativ simpel sind. Und das ist für den Konsumenten auch wieder wichtig, weil wir erinnern uns an das Spaghetti-Chart von vorhin. Nachhaltigkeit ist so komplex. Die Nachhaltigkeit eines Produktes hängt auch stark vom Produkt selber ab. Manchmal habe ich Baumwollthemen, dann habe ich Tierwollthemen, dann habe ich irgendwas mit der Herstellung. Das heißt, jedes Mal ist es was anderes und ich kann von keinem Konsumenten verlangen, dass er das alles versteht und in der Komplexität durchdringen kann. Das heißt, ich brauche auch ein eigenes Kommunikationsmittel und das muss relativ simpel sein. Und da sind tatsächlich solche Klassen gar nicht so schlecht. Die sind für Marketingleute wahrscheinlich zu einfach, aber ich finde sie sehr charmant, weil sie so vergleichbar sind. Und kurz eigener Erfahrungsbericht. Ich kaufe tatsächlich, seit es diese Haltungslabels gibt, kein Stück Fleisch mehr aus dem Supermarkt, weil ich kein einziges gefunden habe, das eine Premium A hat. Also es wirkt dann schon. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich mache mal noch ein Stück weiter. Das Vertrauen mit dem Nutri-Score hat ja zwei Teile. Ja, das eine vertraue ich in die Daten, die in die Berechnung des Nutri-Scores überhaupt eingehen. Und das andere ist, vertraue ich dem Verfahren. Aus den Daten wird das zu berechnen, das dann ABCD heißt. Beide Teile werden sicherlich morgen nicht alle staatlich irgendwie kontrolliert, überwacht und bewertet, denn der Staat ist da ja jetzt auch nicht wirklich unbedingt beliebig viel schlauer als andere Verfahren. Aber die Erhebung der Daten und das Einbringen von Daten in den Produktpässen wird ein Stück darüber reguliert, wer darf denn den Produktpass eigentlich aktualisieren. Und die daran beteiligten sogenannten ökonomischen Operatoren, wie das dann in den Amtssprachen heißt, die brauchen bestimmte Zugangsberechtigungen und sind inhaltlich verantwortlich und unterliegen in Europa der Marktüberwachung. Sodass nicht automatisch jeder überprüft wird, der was einstellt, aber man im Prinzip erwarten darf, dass wenn es Anlass genug dafür gibt, dass sozusagen der Wahrheitsgehalt über die inhaltlichen Informationen prüfbar wird. Ob die Bewertung richtig oder falsch ist, ist ja ehrlicherweise auch eine Bewertungsfrage. Für den einen sporttreibenden Menschen mag die Bewertung, was ein A und ein B ist, halt völlig anders sein als ein Nutri-Score. Da gibt es am Ende des Tages eher einen Wettbewerb der Verfahren, die vielleicht für verschiedene Menschen besser oder schlechter passen. Ich glaube, wichtig ist, dass die Daten, die am Anfang mit dem Produkt entstehen, dass die eine Qualität bekommen, dass man darauf vertrauen darf, dass die Kohlenhydratangaben und die Allergenangaben und all sowas funktionieren. Da ist England ja witzigerweise im Moment fast einen Schritt voraus. Da gibt es das sogenannte Natasha's Law. Da ist eine junge Frau im Londoner Flughafen mit einem Sandwich ins Flugzeug eingestiegen und hat einen allergischen Schock im Flug bekommen und ist verstorben. Daraufhin hat man in England das Gesetz geändert, dass auch Lebensmittel, die quasi aus der Gastronomie mit nach Hause gegeben werden, einen solchen Produktpass brauchen. Das ist sicherlich ein Zeichen, wo ich persönlich zumindest glaube, dass auch die EU in die gleiche Richtung gehen wird und sowas auch tun wird. Und dann wird Schritt für Schritt zumindest der Datenanteil
zuverlässiger nach meiner persönlichen Meinung. Ich möchte noch mal eben aus Marketing oder vom Feld direkt berichten. Ich bleibe mal bei einer Skalierung, die jetzt neu da ist, oder einer Einordnung, nämlich bei Fleisch, den verschiedenen Haltungsformen. Und der größte deutsche Produzent oder Abnehmer wird bis, ich glaube, 2025 keine Haltungsform 1 und 2, sondern nur noch 3 anbieten. Wenn wir jetzt alle mit offenen Augen durch die Welt gehen und mal lesen, was Haltungsform 3 bedeutet, dann sage ich ganz ehrlich, dieses Stück Fleisch will ich niemals anfassen. Das will ich nirgendwo auch nur überhaupt verfüttert wissen an irgendjemanden, weil dieses Tier hat nur gelitten in seinem Leben. Es ist einfach eine Riesenchance, über diesen digitalen Produktpass sogar von diesen Regularien ein Stück weit wegzugehen. Also ja, ich kann es einordnen, das Produkt, gerne in 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder A, B oder C, aber ich kann vor allen Dingen dem Produkt ein Gesicht geben. Also ich kann dem Hof, von dem das Fleisch kommt, dem kann ich ein Gesicht geben. Ich kann den Bauer Humpe und die Bäuerin Magda kann ich sprechen lassen. Ich kann sagen, das ist meine Familie, ich bin der Bauer Humpe, das sind meine 3 Kinder, die ernähre ich mit einer vernünftigen Tierhaltung. Das ist die Tierhaltung, die könnt ihr euch angucken, ihr könnt mich jederzeit besuchen kommen. Und das ist, glaube ich, die große Chance. Wir können Geschichten erzählen und wir können sie erlebbar machen. Und das Regulativ, das wird es immer geben, das ist auch gut so, aber da kann man sich dann drüber hinwegsetzen und sagen, naja gut, wir sind noch ein Stück besser oder wir lassen die Hosen noch ein Stück weiter runter. Super. Weiter geht's. Hallo, ich bin der Stefan. Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage. Wir haben ja vorhin gehört und wir wissen es alle, ein großer Teil der Nachhaltigkeit betrifft ja die Lieferketten. Und jetzt natürlich in deinem Fall kannst du ja eigentlich selber fast nachprüfen, indem du auf den Bauernhof fährst, aber in meinem Feld mittelständisches Unternehmen, wo halt sehr viel der Lieferkette im Ausland passiert oder außerhalb Europas, fehlt mir gesagt einerseits die Kapazität oder auch das Vermögen, mich jetzt mit meinen ausländischen Herstellern so sehr auseinanderzusetzen, dass ich das nachprüfen kann. Weil meines Verständnisses muss ich ja für diesen Produktpass gerade stehen können. Aber sagen wir, wenn 60-70% davon mir Ausland, muss ich darauf vertrauen, dass mir Hersteller XY sagt, das ist ihr Ausstoß, das ist ihr Verbrauch und ich muss es dann mehr oder weniger rechtlich dafür gerade stehen, was ich nicht prüfen kann. Und da fällt mir schwer, wie könnte das oder wie kann ich das als kleineres Unternehmen oder mit wenig Verhandlungsmacht da vorgehen? Ich nehme den ersten Teil und dann gebe ich das direkt an dich weiter. Also in meinen Augen ist das so, auch das ist ja ein Prozess. Also das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie dieses schicke Wort heißt, spricht im Moment ja nur von den ersten Dokumentationspflichten, genau genommen den Bemühenspflichten. Also na klar kann ich nicht morgen bewirken, dass ich weltweit eine glasklar, perfekt prüfbare Dokumentation aller Beteiligten habe. Aber Technologie macht es ja immer leichter. Also wenn wir uns fragen, wenn tatsächlich ein Handy genügen würde, glaubhaft auch eine Dokumentation auf einem anderen Kontinent, auch ohne Internet, im Urwald machen zu können oder ein Fischereiboot, das in irgendwo gerade unterwegs ist, je mehr da Technik das Leben leichter macht, belastbare Dokumentation herzustellen, umso einfacher wird es dann auch sein, sich als Unternehmen zu sagen, diese Dokumentation erwarte ich als Einkaufsbedingung, um die dann am Produkt irgendwie sichtbar zu machen. Und in die Richtung, grob formuliert, gehen auch die Bemühungen der Regulatorik zu sagen, wenn es zu einer Einkaufseigenschaft wird, die die Marktteilnahme bestimmt, dann wird es im Ausland Lieferanten geben, die sagen, dann verkaufe ich halt woanders hin. Und es wird welche geben, die sagen, ja, dann mache ich halt das, was ich an Dokumentation bringen muss, damit ich auch in den Markt weiterverkaufen kann. Und beides ist ja legitim. So, mein erster Teil, weiß nicht. Über dieses Thema haben Thomas und ich uns kennengelernt, deswegen habe ich ihn dazu auch mal länger interviewt. Was ich an dieser Chip-Technologie besonders interessant fand, waren so 2, 3 Sachen. Das eine ist, das hattest du jetzt gar nicht gesagt, also die Lieferketten, die ich mir klassischerweise anschaue, das sind die irgendwo tief vergraben in Asien sitzen, wo man überhaupt keine Transparenz und gar keine Kontrolle hat. Aber selbst da gibt es Lieferanten, die ihr Bestes tun und ihr Möglichstes geben wollen und die auch sagen, ich werde überhaupt gar nicht belohnt für diese Bemühungen, weil es nicht sichtbar ist Richtung meiner Kunden.
Also auch da ist wieder eine Chance drin, diese zu finden und die dann aber auch visibel zu machen in Richtung Endkunde. Die haben aber mehrere Probleme. Das eine ist, die sind meistens technologisch überhaupt gar nicht gut ausgestattet. Die sind irgendwo ganz remote. Wenn man ganz viel Glück hat, steht da noch so ein alter Computer, aber das war es eigentlich. Ne? Also da ist ganz wenig da. Und wir haben in der Regel Lieferketten, die extrem kostensensibel sind. Also da kommt es auf die Centbeträge an. Und an der Stelle hatte ich damals den Thomas gefragt, ja, dieser Chip, kann der mir dieses Problem lösen? Und was ich ganz interessant fand, es gibt den tatsächlich in unterschiedlichen Ausführungen zu einem Preis, der tatsächlich kompetitiv ist. Und dann wandert quasi der Chip mitsamt der Information durch die gesamte Lieferkette. Und so kann ich jetzt sicherstellen, also angenommen, ihr habt den einen Lieferanten, von dem wisst ihr, der ist zertifiziert, der ist nachhaltig, dem vertraue ich, aber das Produkt geht noch durch ein paar Hände durch und ich weiß nicht ganz genau, ob jetzt das, was ich eigentlich von dem haben wollte, auch wirklich bei mir an der Türe landet. Das kann man über diesen Chip tatsächlich machen und durch dieses Low Frequency, habe ich gelernt, ist es auch noch in der Lage, diese ganzen Daten zu erfassen, ohne viele technologische Hilfsmittel. Also ich muss gar nicht mal viel Geld in den Lieferanten investieren, dem einen Computer hinstellen, noch mit irgendeinem IT-Zugang ausstatten. Ne? Man kann es mit relativ simplen Technologien implementieren. Und von daher, das löst ein Problem nicht ganz, das weiß ich, aber es ist von der Technologie tatsächlich ein großer Fortschritt und viel leichter zu implementieren als beispielsweise eine Blockchain-Lösung, für die ich unglaublich viel IT-Kapazität in der gesamten Lieferkette brauche. Meine Empfehlung an Mittelständler ist übrigens immer wieder, geht über Verbände, solange es keine sensiblen Produkte sind, die irgendwie strategische Relevanz haben. Da gehe ich mal davon aus, würdet ihr den Lieferanten sowieso persönlich kennen. Aber in dem Moment, in dem es Bulk-C-Teile große sind, würde ich immer einen Verband mit einschalten und sagen, dir zahle ich sowieso schon Geld, du machst das jetzt für mich mit. Und dann haben alle Zugang zu diesen zertifizierten Lieferanten. Super, vielen Dank. Danke für die Frage. Wir hatten, wer war zuerst? Wurscht. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage zum Bereich E-Commerce. Ich hatte es so verstanden, dass das auch für E-Commerce relevant sein wird. Da fällt mir irgendwie Amazon als erstes ein und Verkaufe von Produkten auf Amazon, die ja nicht unbedingt nur im EU einkaufen, verkaufen. Erstmal, wie stellen die das dar auf ihrer Plattform? Habt ihr da Erfahrung? Ist es einfach ein Slide, wo am Ende ein QR-Code ist oder ist ganz unten im Minitext ein Link versteckt, auf den man erstmal klicken muss? Und es gibt ja nur auch ganz viele Firmen, die dann irgendwie nicht daran gebunden sind. Oder wie sieht das da aus? Ja, vielen Dank für deine Frage. Das ist noch nicht klar. Also ganz ehrlich ist es ja so, es gibt jetzt einen Entwurf für eine Regulatorik und auch mit einem relativ breit ausgestatteten Machtpaket für die Europäische Kommission schrittweise das auch zu konkretisieren und eben auch in jeweiligen Branchen und in der jeweiligen Ausprägung sehr genau festzulegen. Aber der generische Gesetzentwurf sagt erst einmal nur, damit der Sinn erreicht wird, dass Menschen, das schön sagt, making better informed choices und auch nebenbei noch Brand Protection erleben dürfen, muss das auch in den Fernabsatz gehen. Und es muss vor dem Kauf da sein. Aber wie das ganz genau gemacht wird und was das für wen wie bedeutet, das ist so ein Prozess, der wird sicherlich sich über die nächsten auch noch Jahre erstrecken. Das kann man nicht von heute auf morgen für alle Industrien festlegen. Also ich glaube fairerweise auch, das kann die EU nicht leisten. Aber es ist eben ein klar gesetztes Ziel und eine klar gesetzte Mechanik, bei der jetzt im Moment im Prinzip daran gearbeitet wird, sich zu fragen, wo fangen wir denn an? Also es gibt ja viele Branchen. Und welche machen denn vielleicht am meisten Sinn, sich mal als allererstes anzuschauen und mit denen dann ganz konkret zu fragen, wie muss ein Produktpass konkret aussehen, was muss da drin stehen. In Deutschland haben wir es am allerersten bei der Batteriepassverordnung, die ist schon quasi da, aber das wird in der EU jetzt sozusagen von Sektor zu Sektor betrachtet und dann auch konkretisiert. Danke. Dankeschön. So, und hier noch eine Frage. Moin, ich bin Ann-Kathrin, ich bin selbstständig, mache unter anderem Social Media Management für einen Unverpacktladen hier in Hamburg und bin Nachhaltigkeitsbloggerin.
Und ich habe tatsächlich das Thema Produktpässe vor ein paar Jahren das erste Mal gehört, weil ich ein Buch, Material Matters heißt das, vielleicht habt ihr davon mal gehört, da geht das aber eher um das Material in Gebäuden und fand das super spannend. Was ich aber jetzt gerade so ein bisschen die Frage habe, also einmal war das auch mit dem E-Commerce, habe ich mich auch gefragt, aber vor allem das große Thema, wie nachhaltig ist denn das ganze System hinter den Produktpässen? Also weil da ja schon diese ganze Kommunikation ja über irgendwo, wo das gespeichert wird, irgendwelche Clouds, über nicht nur in Deutschland, auch wenn wir das ja, oder hier in Europa, sondern es wird ja wirklich über mehrere Kontinenten und dann sind es ja auch nicht nur wenige Produkte, sondern selbst wenn wir in Chargen oder in anderen großen Produktgruppen reden, ist es ja immer noch sehr, sehr, sehr viele Produkte. Das heißt also, wie nachhaltig ist das dann an sich? Also ich versuche es mal mit dem Einstieg und dann gebe ich es lieber dir weiter, denn das ist natürlich nicht ganz einfach, abstrakt für alles zu beantworten. Ich versuche es immer so ein bisschen vielleicht an also Materialpass ist, glaube ich, auch nochmal ein schwierigeres Thema, weil Materialien wesentlich schwieriger zu greifen sind als Rohstoffe, als Stückware oder so Dinge, die man anfassen und konkreter beschreiben kann. Sand oder ähnliche Rohstoffe sind einfach schwer zu fassen. Insgesamt ist aber, glaube ich, sehr einfach sich vorzustellen, wenn wir heute, also haben wir die durchschnittlichen Amazon-Kunden ein Elektrogerät auspacken lassen und der wirft als allererstes eine 300 Seiten Anleitung irgendwie in den Schrank, um ihn dann ein halbes Jahr später dann ganz wegzuwerfen. Da ist schon so viel Raum drin, da ist im Verhältnis das bisschen Technik, was nötig ist, um die relevante Information aufzubewahren, ökologisch typischerweise im Vorteil. Ganz persönlich, glaube ich, ist das ein bisschen schwieriger bei der Blockchain-Diskussion, weil man sich jetzt so fragen darf, wenn man alles aufschreibt, was man für immer behalten wollen würde, wie lange ist das eigentlich relevant? Und je mehr dann die Zeit vergeht, kann man sich auch kritisch fragen, ob da die Relation so stimmt. Aber es ist eben aus der technischen Frage Bits und Bytes elektrisch versus Papier, glaube ich, insgesamt erstmal zugunsten der Digitaltechnik gegenüber Papier aus dem Wald zu holen. Ich gebe mal den zweiten Teil weiter. Ich würde jetzt allerdings auch auf diese Frage eingehen wollen, ne, wie digital ist denn die Datenbasis bzw. der Prozess dahinter. Also das Erste ist, man hat ja heute Möglichkeiten. Also ja, jede Form von Technik, jedes Mal, wenn wir das Internet benutzen, sorry, da bist du, hat es eine Wirkung auf unsere Klimaemissionen. Allerdings habe ich heute mehr Wahlmöglichkeiten als früher. Ne? Es kommt jetzt immer auf den Provider an und wer steckt da dahinter. Das heißt, ganz grundsätzlich kann man das anders gestalten. Eine Frage, die man sich aber auch stellen kann, ist für und wider. Also ich habe natürlich einerseits einen digitalen Produktpass, damit füge ich was Neues hinzu und immer wenn ich was Neues hinzufüge, habe ich mehr Klimaemissionen. Allerdings, diese Transparenzmöglichkeiten schaffen gleichzeitig wieder Transparenz über mögliche Einsparungen. Kleines Beispiel, vielen Unternehmen ist überhaupt gar nicht bewusst, wie viele Zwischenhändler, die einfach nur bündeln, in ihrer Lieferkette überhaupt agieren. Diese Bündelungen sind manchmal relevant, ja, manchmal hat man einfach so ganz zersplitterte Lieferanten und könnte überhaupt nicht den Kontakt zu Einzelnen pflegen. Manchmal sind die aber auch einfach so historisch irgendwann da reingewachsen in so eine Lieferkette. Und in dem Moment, in dem ich Transparenz habe, kann ich den eliminieren und darüber spare ich dann auch wieder CO2 ein. Also die Transparenz selber schafft auch viel mehr Möglichkeiten. Und so ein kleines Beispiel wieder aus meinem Alltag. Ich bin super sensibel für das Thema Nachhaltigkeit und mir passieren ständig Fehler. Ich hatte mal irgendwann für den Kindergeburtstag für meine Tochter so Tüll bestellt und habe nicht richtig hingeguckt bei Amazon. Ich habe nicht gesehen und es war mir ganz furchtbar peinlich nachher, dass dieses Ding extra aus China geliefert wurde. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich es da niemals bestellt. Ne? Aber das sind Sachen, die sehe ich plötzlich. Und wenn ich sie sehe, leicht sehe und transparent habe, dann kann ich auch anders entscheiden. Okay, danke schön. Dankeschön. So, ihr Lieben. Frankie hat eine Frage? Auch Frankie darf eine Frage stellen. Ja, also ich muss das kurz vorstellen. Frank Schlieder ist mein Name. Ich bin auch vom Bock auf Morgen und habe mich schon eine ganze Zeit lang mit diesem digitalen Produktpass beschäftigt. Aber eine Frage kam mir, die ist mir noch irgendwie immer noch nicht beantwortet worden. Ich stelle sie mal in diesem Raum. Lobbyland ist das Stichwort. Also ich bin jetzt im Bereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, ja, haben wir eine Historie von einer Dekade, glaube ich, bis das dann schlussendlich eingeführt worden ist und jetzt auch eher schleichend.
Und da ist ja, wenn das jedes Produkt betrifft, mehr oder weniger, ist ja wahrscheinlich ordentlich Ballyhoo vor den Türen der Europäischen Union und jede Unternehmung, jede Branche versucht, möglichst wenig Transparenz auf sich zu nehmen, könnte ich mir vorstellen. Wie sieht es denn da gerade aus? Also ganz eng involviert bin ich auch nicht, aber was ich jetzt ganz interessant war, ist das deutsche Lieferkettengesetz, ne, das zog sich tatsächlich über mehrere Jahre hin, bis das verabschiedet wurde. Die EU die EU hat sehr klare Prozesse für solche Direktiven. Da gibt es eine Veröffentlichung, dann gibt es eine Konsultationsphase. Nach der Konsultationsphase gibt es eine Überarbeitungsphase und dann wird es nochmal innerhalb der Gremien entschieden. Am 1. Juni soll die europäische Fassung des Lieferkettengesetzes verabschiedet werden. Es ist mir nicht gelungen, bislang herauszufinden, was denn tatsächlich drinstehen wird. Ich habe ein paar mögliche Ansatzpunkte, aber sie halten es geheim und ich glaube, das machen sie aus gutem Grund, weil sie nicht wollen, dass es durch viel Lobbyismus am Ende verwässert wird. Also es gibt schon Konsultationsphasen, da werden aber alle Stakeholder gehört und nicht nur die unternehmerische Seite. Aber am Ende entscheidet die EU, glaube ich, sehr viel strukturierter und sehr viel schneller. Genau, ich kann dem nicht wirklich was anderes hinzufügen, denn es ist genauso. Ja. Wunderbar. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Darf ich abschließend Ja, ganz kurz eine ja, Sache bitte, sagen? bitte. Ich finde eine Sache ganz wichtig und die ist an ganz vielen Stellen heute wieder angesprochen worden. Das Thema Transparenz und der digitale Produktpass ist eine Riesenchance für uns als Konsumentinnen und Konsumenten, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen für etwas. Und ich sage bewusst nicht gegen etwas, sondern für etwas. Weil ein Unternehmen, was die Hosen runterlässt und auch bei Ebbe noch gerade steht, das hat nichts zu verbergen. Und da kann ich als Kundin und als Kunde mit gutem Gewissen dann auch vielleicht, ja, den Euro oder 2 Euro mehr ausgeben. Aber ich tue etwas und wir sind jetzt hier Umwelten voraus, heute hier für morgen. Ich treffe eine Entscheidung fürs Morgen und das ist einfach eine Riesenunterstützung mit dieser Technologie. Und insofern sind wir auf einem guten Weg damit. Das klang gerade wie so ein richtig schönes Schlusswort, Linus. Und das wollte ich gar nicht haben. Den Ball fange ich aber, wir sind nämlich zeitlich leider rum. Gibt es noch irgendwas, was durch die Köpfe oder Bräuche geht, was hier besprochen werden muss? Ansonsten sind diese Menschen über digitale mobile Endgeräte auch erreichbar und ansprechbar. Wir können gerne weiter im Austausch bleiben. Entscheidungen treffen ist das Thema. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, heute herzukommen. Was es im Gegenzug gibt, Thomas und Team haben, bin ich denn zu blöde hier? Genau. Es läuft der nächste Beta-Test auf dem Thema digitaler Produktpass und ihr könnt euch alle vorne ein solches Kärtchen abholen. Wer Bock hat, ihr habt im Prinzip einen begleiteten, gecoachten Testzugang mit dem Thema digitaler Produktpass einfach mal zu spielen, ist das richtig gesagt? Das mal auszuprobieren, mal auszuloten, wie weit und wie hoch ihr damit werfen könnt oder wollt. Checkt das aus, glaube ich, bis Ende Juni, richtig? Bis Ende Juni ist das Ding on. Kriegt jeder von euch, weil ihr hier wart vorne an der Tür. Vielen lieben Dank fürs Kommen, dafür, dass ihr so cool seid und ja, lasst uns das zusammen rocken. Vielen Dank. Woohoo!